Ja, herzlich willkommen zur Keynote 3 unseres Projekts Young Influencers for Ecological Change. Wir haben die Freude, heute einen Referenten zu begrüßen, Manuel Rivera, der allein schon von seiner Biografie und seiner inhaltlichen Ausrichtung die verschiedenen Geografien unseres Projekts sehr gut kennt. Er ist nämlich, wie der Name schon andeutet, Sohn eines Chilenen, aber in Deutschland aufgewachsen, hat in Deutschland an der Freien Universität in Berlin Soziologie, Philosophie und Lateinamerikanistik studiert, aber auch an der Universidad Nacional de Buenos Aires studiert. Ist dann nach einigen Jahren als Theaterschauspieler wieder zur Forschung gekommen und ist mittlerweile am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, auf Englisch Institute for Advanced Sustainability Studies, IASS in Potsdam, das ist eine Stadt bei Berlin, tätig. Und da leitet er ein Projekt, das heißt Narrative und Bilder der Nachhaltigkeit. Und das ist genau das richtige Thema für den Punkt, wo wir uns im Moment in dem Prozess unseres Projekts befinden. Nach der ersten Keynote und den vertiefenden Workshops von Harald Welzer und Futur 2 zu den sozialpsychologischen Aspekten, wie kommuniziere ich Nachhaltigkeit positiv? In der Keynote 2 und in den Workshops danach hatten wir ja das Thema Storytelling, wo es einfach darum ging, wie erzähle ich Geschichten tatsächlich, die mitreißen, die spannend sind. Und jetzt gehen wir eher auf die philosophische und gleichzeitig auch auf die sprachliche Ebene. Und zwar welche Werte möchten wir vermitteln? Weil, wie Manuel Rivera gleich auch nochmal deutlich machen wird, Werte sind ein Motor unseres Handelns. Und wie werden diese Werte momentan auch von der Ökologiebewegung artikuliert? Und das ist zu einem großen Teil eben über die Sprache. Wie immer werden wir ungefähr 30, 35 Minuten Keynote haben. Dann machen wir eine kurze Pause. Während dieser Pause könnt ihr eure Fragen und Kommentare in den Chat schreiben und dann geht es weiter. Ja, und jetzt gebe ich erstmal das Wort an Manuel Rivera. Nochmal herzlich willkommen. Bitte. Vielen Dank, Frau Bremme. Man hört mich gut? Ja, gut. Dann buenas tardes a todas y todos. Ich hatte kurz überlegt, ob ich die Keynote auf Spanisch halte, aber Deutsch ist tatsächlich die Sprache, in der ich täglich denke und nächtlich träume. Von daher fühle ich mich dann doch ein bisschen wohler, nicht ins kalte Wasser zu springen und auch noch über sprachliche Themen auf Spanisch sprechen zu müssen. Aber nachher in der Diskussion können wir da gern freier miteinander sein. Eine Sache, die Sie in meiner Vita, die ist auch egal, aber Sie hatten die nicht erwähnt. Ich bin tatsächlich, weil das steht auch nirgendwo, ich bin vor über 30 Jahren schon mit ökologischen Themen in Berührung gekommen und zwar tatsächlich auch als Aktivist. Also ich habe mich da jetzt gerade noch mal so ein bisschen dran erinnert. Ich war hier in der Nähe von Berlin im ostdeutschen Raum sehr stark für sowas wie eine nachhaltige Gestaltung der Flusslandschaften engagiert und insbesondere haben wir damals protestiert gegen den Verkehrswegeplan Deutsche Einheit. Ein nicht so einfaches Wort für die DolmetscherInnen wahrscheinlich, aber da ging es darum, dass die im Zuge der wirtschaftlichen Anschließung von Ostdeutschland, von der ehemaligen DDR, die Güter schneller transportiert werden sollten und dazu die Flüsse alle ausgebaut wurden und vertieft wurden und natürlich mit überhaupt nicht nachhaltigen Folgen, weder für die lokalen Ökosysteme noch für die Auenwälder, die eigentlich wichtig sind, um in Zeiten des Klimawandels sich anzupassen an die steigenden Hochwasserpegel und so weiter. Worauf wir auch schon damals vor 30 Jahren hingewiesen haben, mit so einem Spruch, wie man solle die Flüsse doch nicht den Schiffen anpassen, wie das die PolitikerInnen vorhatten, sondern umgekehrt. Eigentlich gar kein so schlechter sprachlicher Move, weil wir gesagt haben, etwas quasi beschrieben haben, sehr konkret, was die Politik tun will. Also eine ingenieursartige Leistung, die
Schiffe, die Flüsse den Schiffen anzupassen und darauf verwiesen haben, wie unsinnig das doch sei und dass man stattdessen die Schiffe anpassen können müsste. Das war gar nicht so schlecht und wir haben das auch mit ganz guten Aktionen begleitet, die wir auch gut kommuniziert haben. Gleichwohl haben wir nichts erreicht. Also fast nichts. Und so an ein paar Biegungen wurde ein bisschen was ausgeglichen oder so. Aber im Grunde wurde das so gemacht, wie die Politik das damals wollte. Und das ist der erste Punkt, deshalb erzähle ich das. Kommunikation ist viel, aber Kommunikation ist natürlich nicht alles. Wir hatten damals überhaupt in dem Klima, sozusagen in dem gesellschaftlichen Klima, was nach 1990 herrschte in Ostdeutschland, überhaupt nicht die Chance, Menschen anzusprechen im Hinblick auf sowas wie langfristige Umweltvorsorge oder gar Klimaschutz, was damals als Thema noch ganz, ganz stark unter dem Radar lief. Und auch sowas wie Liebe zur Natur, das war zwar vorhanden, aber was die Menschen damals umtrieb, war einfach vor allem die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz und um eine gute Wirtschaftsstruktur. Und solange man da diese Interessen nicht anders bedienen konnte, war man mit diesem Thema völlig ja, eigentlich fast chancenlos. Ich erwähne das nur kurz, weil ich mir vorstellen kann, dass einige von Ihnen vielleicht auch manchmal ähnliche Situationen erleben und dass man da nur mit Kommunikation manchmal auch nicht rauskommt. Trotzdem, jetzt geht es um Kommunikation und jetzt teile ich einfach mal meinen Bildschirm. Und als ich die PowerPoint so öffnete, fiel mir auf, dass das ist jetzt so ein harmloses Design von der IASS-Grafikerin irgendwann mal gemacht. Und da sehen Sie aber schon natürlich eigentlich, dass da schon kommuniziert wird, ne, in diesen Sprechblasen, wo es um Nachhaltigkeit geht. Und zwar, also natürlich nicht sprachlich, aber in diese Icons, in diese symbolischen Bildchen sind natürlich quasi Hinweise auf Handlungen, Hinweise auf Akteure mit eingelassen, und das irgendwie, die wichtig sind für Nachhaltigkeit. Und ich wollte eigentlich erstmal darauf hinweisen am Anfang des Vortrages, dass was hier dominiert, schon ein ganz bestimmtes Bild von Nachhaltigkeit ist, nämlich eins, was mit Technologie zu tun hat. Also 11 von diesen 24 kleinen Icons, also fast die Hälfte, das sind eigentlich technologische Artefakte. Und dass damit natürlich ein bestimmtes, ja, könnte man sagen, ökomodernistisches Bild von der Entwicklung und von Fortschritt und so das wird da angeknüpft. Aber es wird auch in Bezug auf sprachliche Kommunikation etwas ganz Bestimmtes getan, nämlich es wird auf eine Position im Handeln abgestellt, die eigentlich das Handlungsmittel ist, das Instrument, der Artefakt, eben das Artefakt, womit man etwas tut. Nicht unbedingt die Handlung selbst, beziehungsweise ihr Zweck. Und diese Position, des Handlungsmittels, ist also in dem Schema, was ich in meinen eigenen Analysen von politischer Kommunikation immer wieder benutzt habe. Das ist ein eigentlich ganz einfaches Schema, nämlich zurückgehend auf den großen amerikanischen Literaturwissenschaftler Kenneth Burke. Der hat das die dramatistische Pentade genannt. Das ist wahrscheinlich schwer zu übersetzen und das können Sie auch gleich wieder vergessen. Aber Pentade einfach, weil es 5 Elemente gibt, die jede Handlung kennzeichnen. Die sehen Sie da, die brauche ich jetzt nicht nochmal vorzulesen. Ich nehme an, dass Sie das auf Englisch alle verstehen. Und also hier in diesen Sprechblasen wird da auf eine ganz bestimmtes, ja, wahrscheinlich erstmal eine ganz bestimmte Stelle, eine ganz bestimmte Position in dieser Pentade abgehoben, nämlich das Handlungsmittel, was Burke noch in einem etwas älteren Englisch die Agency genannt hat. Das ist eine erzählerische Stärke und eine erzählerische Schwäche. Ich will in diesem Vortrag immer wieder darauf hinweisen, dass es eine Stärke auch deshalb ist, weil wir in unserer Welt, die durch ein bestimmtes Fortschrittsparadigma geprägt ist, an sowas wie technologischen Artefakten, ihrer Erfindung, ihrer Verbesserung, ihrer Nutzung sehr kleben. Und sich davon völlig zu lösen, eigentlich unter Anschlussfähigkeitsgesichtspunkten, also dann, wenn man viele Menschen, die in dieser durch solche Paradigmen geprägten Welt leben, erreichen will, eigentlich keine gute Idee ist. Man sollte da das auch immer wieder tun. Und gleichzeitig ist es, und das ist vielleicht noch wichtiger, tatsächlich, wenn man auch als Aktivistin oder Aktivist über das spricht, was man selber tut,
man auch immer versuchen sollte, möglichst stark darüber zu sprechen, wie man es tut. Also das können natürlich genau solche Artefakte sein. Also denken Sie jetzt mal, das ist jetzt eine ganz, ganz bestimmte Art von Aktivismus, aber zu der vielleicht Sie alle gar nicht so einen Zugang haben, aber das gibt es ja. Junge Menschen, die ein Device, eine Vorrichtung erfunden haben, mit der man jetzt also Plastikmüll besonders gut aus dem Meer holen kann. Dann können die natürlich sagen, warum sie das tun und den Plastiktürmen und so, die können das ganze Problem aufrollen. Aber sie können auch darauf verweisen, wie sie das tun. Und das ist sehr, sehr anschaulich. Also das ist im Grunde dann schon ein Vorgang, der an sich interessant ist. Und deshalb habe ich eben die anschaulichen Handlungen im Titel, weil so etwas unter kommunikativen Gesichtspunkten immer eine gute Idee ist. Warum? Weil dann, wenn ich eine Handlung vollständig beschreibe, und vollständig heißt tatsächlich in allen 5 Positionen, die diese Pentade veranschaulicht, sie dann vor das Auge der Hörerin oder des Lesers besonders deutlich tritt. Also wir werden auch bei Sachtexten, auch bei Pressemitteilungen, auch bei Blogartikeln, auch bei Reden in die Welt dieses Erzählens hineingezogen, dann, wenn das besonders gut vor Augen tritt, was da passiert. Also wenn die Handlung möglichst nicht sehr abstrakt bleibt. Das gelingt zum Beispiel schon hier bei diesen Bildchen nicht so besonders gut. Also ja, Sie sehen da zum Beispiel diese 3, jetzt jenseits der Artefakte meine ich, also Sie sehen da zum Beispiel diese 3 Menschen, die miteinander irgendeine Versammlung haben und irgendetwas beraten. Okay, das ist auch eine Handlung, aber schon nicht eine ganz so anschauliche, wie zu sagen, ich baue jetzt ein Elektroauto oder ich sorge dafür, dass ganz, ganz viele Elektroautos in der Stadt fahren. Ja, also das ist schon ein bisschen, weil da sieht man einfach nur Menschen, die reden. Das hat man auch gerne, wenn man jetzt zum Beispiel hier diesen Workshop dokumentiert, dann hat man lauter Bilder von Menschen, die reden. Das ist, ja, immerhin, man sieht Menschen, das interessiert einen schon mal. Aber die Handlung selber ist so ein bisschen, ja, sage ich mal, abgenutzt und nicht besonders anschaulich. Also die Suche nach anschaulichen Handlungen ist tatsächlich wichtig. Ich wollte noch auf eine weitere Sache hinweisen hier, das ist die Scene. Darüber werde ich in dem Vortrag nicht so viel sagen können aus Zeitgründen, den Kontexte. Kontexte sind erstmal immer Räume, über die man erzählt, zum Beispiel in denen man die eigenen Aktionen stattfindet. Da ist es auch immer eine gute Idee, die kurz zu schildern, die möglichst konkret zu machen, möglichst einen konkreten Ort zu haben und nicht nur irgendwie so eine Zeitangabe zum Beispiel zu haben oder so, sondern es wirklich möglichst anschaulich zu machen. Der Raum kann natürlich aber auch ein abstrakter Raum sein, in dem man quasi ein Paradigma aufruft. Also zum Beispiel sowas wie Klimakrise statt Klimawandel. Darüber haben Sie ja sicherlich alle schon nachgedacht. Das ist erstmal nur ein Kontext, in dem bestimmte Handlungen vollzogen werden, eben angesichts des Klimawandels oder im Angesicht der Klimakrise. Und was da aber bei diesem scheinbar unschuldigen Kontext passiert, ist natürlich, dass durch diese Wortwahl andere Geschichten aufgerufen werden oder abgekürzt werden, die nicht auserzählt werden. Und natürlich ist Klimakrise offenbar, da ist eine Geschichte im Hintergrund, die etwas mit einer Bedrohung zu tun hat. Und das ist ja auch ein Erfolg, übrigens gerade auch der sogenannten Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung in den letzten Jahren gewesen, dass sie diesen Frame von der Klimakrise im Grunde stärker durchgesetzt hat und das heute viel stärker benutzt wird. Damit ist noch lange nicht die Frage beantwortet, was man angesichts dieses Hintergrundes von Bedrohung dann tut und mit welchen Werten man dann handelt, aber dazu komme ich noch. So, genau, kurz nochmal zurück. Also warum blende ich jetzt hier dieses Foto ein? Das ist übrigens aufgenommen 2018 im Hambacher Forst. Das kennen ja vielleicht einige auch von Ihnen hier in Deutschland. Eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte, muss man sagen, der dort, also ja, doch eher eine Erfolgsgeschichte der dort versammelten und protestierenden und besetzenden Aktivistinnen und Aktivisten. Warum blende ich das ein? Weil ich sagen wollte, dass natürlich die eigenen Handlungen deutlich zu machen, also zu veranschaulichen, nicht unbedingt damit einhergehen muss, dass ich technologische Artefakte aufrufe oder irgendwelche Handys, mit denen ich was organisiere oder so. Das kann alles gut sein, aber es kann auch so ein einfaches Baumhaus sein. Ja, das ist auch
Das ist auch eine schön anschauliche Geschichte und wenn die Polizei das da irgendwie runterkriegen will, dann muss sie da auch ziemlich werkeln und das sind so Dinge, wenn man die beschreibt in seinen eigenen Pressemitteilungen zum Beispiel und dann ist das auch noch im Baum und der Baum ist das, was man beschützen will. Also das ist eigentlich ein ganz schönes Handlungsmittel, ja, diese Baumhäuser für den Protest. Aber es können auch die eigenen Körper sein, mit denen man, ne, also denken Sie an die Menschen, die sich irgendwo anketten oder so. Das sind auch natürlich Mittel dessen, die eigene Handlung ganz konkret zu veranschaulichen, wobei das mit den eigenen Körpern auch sprachlich einen Pferdefuß haben kann, wenn es nämlich so weit geht. Das haben wir in einer Studie, die ich nachher noch kurz erwähnen würde, auch herausgefunden, dass die Organisationen so weit gehen, ihre Protestaktionen so zu beschreiben, dass sie als Organisation mit Hilfe der Körper der Aktivistinnen und Aktivisten etwas tun. Dann werden auf einmal die Menschen, die dort agieren, auf die Position des Handlungsmittels geschoben. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Also dann vermittelt man auf einmal ein Weltbild, bei dem diese Menschen nur Mittel zum Zweck sind. Also da muss man auch drüber nachdenken, welche Position man eigentlich wie bedient. Was aber auch bei Protestaktionen und beim Erzählen von Protest vielleicht eine ganz interessante Geschichte ist, das ist ein sehr ambivalentes Thema, ist nämlich, dass eigentlich tendenziell die Position des Handelnden oder der Handelnden verrutscht tendenziell, weil nämlich genau dann, wenn Protest, also Widerstand gegen etwas erzählt wird, zumal ziviler Ungehorsam, sowas wie Besetzungen zum Beispiel, eigentlich die Gegenseite, die das dann wiederum verhindern will, also im Falle des Hambacher Forsts zum Beispiel diese Baumhäuser wieder räumen, natürlich in ihrer Handlungsmacht dann auch zu einem zentralen Thema wird. Und das sehen wir auch ganz stark hier zum Beispiel in Deutschland bei Ende Gelände, einer großen und wichtigen einem großen und wichtigen Teil der Klimabewegung, dass die ganz stark so kommunizieren. Also die schildern eigentlich wahnsinnig stark ihre eigenen Kämpfe mit sowas wie den Ordnungskräften der Polizei, auch der Justiz teilweise. Und das ist, ja, ist das nun gut oder schlecht? Schwierig, ist es beides. Also Geschichten über Konflikte zu erzählen, die man als Aktivistin oder Aktivist mit zum Beispiel der Staatsmacht hat, ist eigentlich erstmal immer gut, weil es auf jeden Fall Aufmerksamkeit garantiert. Weil man nämlich auf diese untere Achse dieses Modells, das will ich jetzt gar nicht, das ist von einem berühmten strukturalistischen Literaturtheoretiker oder Sprachtheoretiker und das sagt eigentlich, dass es immer in jeder, also es gibt diese kleinsten Bausteine des Erzählens, über die habe ich schon gesprochen, die Handlungen, aber die Handlungen summieren sich ja zu einer Geschichte. Und die Handlung des Subjekts, was also ein bestimmtes Objekt erreichen will, ja, zum Beispiel den Schutz dieses Waldes, die kommt natürlich auch jemandem Bestimmten zugute. So, und das ist die obere Achse, also wer ist letztlich der Empfänger oder die Empfängerin dessen, was man als Aktivist tut. Darüber sollte man sich immer Gedanken machen. Ich sage nur so viel, es sollte möglichst auch lokale Empfängerinnen und Empfänger sein. Also wenn Bürgerinnen und Bürger, die man auf seine Seite ziehen will, mit einem mitgehen sollen, dann sollte auch klar werden, dass sie etwas davon haben, von dem, was man da tut. Das war im Fall des Hambacher Forsts der Fall, komme ich gleich nochmal. Aber also das ist so ein bisschen die obere Schiene, ja, die nennt man auch die Kommunikationsachse. Und ich will jetzt aber über die untere sprechen, die Konfliktachse. Und da sieht man, dass darüber haben Sie bestimmt auch schon mit Herrn Feil und so gesprochen, dass das Subjekt natürlich auch immer Gegner hat, die verhindern wollen, dass man das erreicht. Und wenn man das sehr stark betont, und das war jetzt hier bei war beim Fall vom Ende Gelände, was ich gesagt habe, durchaus der Fall, dann und wenn man das also also sozusagen sogar zum Hauptthema macht, dann erzählt man auf eine Art und Weise, die man in der Umweltrhetorik melodramatisch nennt. Und das ist auf jeden Fall erstmal gut für Aufmerksamkeit. Man bekommt dadurch immer Aufmerksamkeit. Das hat auch die Umweltbewegung auch schon vor dem Klimathema immer so gemacht. Ich könnte Ihnen
zahllose Beispiele nennen, von der Besetzung der Brent Spar durch Greenpeace in den 90ern aber bis ganz, ganz weit zurück. Also dieses sozusagen mit einem auch vielleicht noch übermächtigen Gegner zu kämpfen, das erzeugt auf jeden Fall immer Aufmerksamkeit. Es erzeugt nicht notwendig Akzeptanz, weil das Akzeptanz, die erzeugt es nur, wenn man das, was man da will, immer indem man diesen Gegner kämpft, eben auch etwas ist, was Widerhall bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, also in der Öffentlichkeit, findet. Was anderes, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es einerseits gut ist, wenn der Antagonist irgendwie besonders tätig oder sogar gewalttätig ist, wie jetzt zum Beispiel die Polizei, die so einen Forst räumt. Aber er kann auch nichts tun. Und das ist übrigens etwas, was ganz, ganz stark zugenommen hat in der Klimabewegung, ist hochgradig auffällig, dass eigentlich Fridays for Future und so oft dastehen und sagen, die Politik tut nichts oder die Politik tut nicht genug. Und das ist eigentlich erzählerisch nicht so gut, weil es ist überhaupt nicht anschaulich. Also da entsteht kein Bild vor dem inneren Auge, dass man sagt, ja, warum tut er? Also, außerdem stimmt es übrigens auch nicht. Also die Politik tut natürlich die ganze Zeit was, aber auch rhetorisch ist es eigentlich kein besonders guter Move. Einerseits, andererseits ist es aber auch doch ein guter Move, weil wenn man das nämlich einen Antagonisten konstruiert, der nichts tut, der also dem Subjekt nicht direkt entgegenwirkt, sondern einfach da nur ist und nicht reagiert, dann fordert man ihn eigentlich auf, in die Rolle des Helfers zu wechseln, also auf die linke Seite und sagt, wenn du das machst, dann finden wir dich gut. Und so passiert das dann ja auch oft. Dann geht die Politik ein Schrittchen und dann hat man also einen Plot geschaffen, der erstmal ganz erfolgreich ist. So, aber jetzt zurück zum Hambacher Forst. Ich habe das Beispiel genommen, weil ich es, wie gesagt, für ein ganz gutes halte, als Jahr 2018. Wir hatten hier ein Klima, ein Diskursklima. Also wir hatten ein Klima in Deutschland, was erstmal auf einmal ungewöhnlich heiß war. So einen Sommer hatte man noch nicht erlebt. Aber man hatte auch ein Diskursklima, bei dem auf einmal eine breitere Teile der Bevölkerung sich dafür interessierten. Und das kann ich wirklich sagen, dass wir das in dieser Form vor 2018 niemals hatten. Und in diesem Kontext, den natürlich die Aktivistinnen und Aktivisten nicht selber beeinflussen konnten, wurde etwas, was sie eigentlich schon lange vorher gemacht hatten, also man hatte schon lange gegen die Räumung dieses Forstes protestiert, der den Kohletagebauen weichen sollte. Also das ist eigentlich ein ganz langer Konflikt gewesen. Den Widerstand dagegen gab es schon seit 2004. Besetzungen des Forstes gab es schon seit 2012. Früher hat sich nie jemand dafür interessiert in der breiteren Öffentlichkeit und auf einmal wurde das die große Geschichte. Was haben die Aktivistinnen und Aktivisten da kommuniziert, was sie da eigentlich wollen? Sie haben gesagt, natürlich so Dinge, das haben sie auch wirklich alles gesagt, nicht alles jedes Mal auf einmal. Ne? Also da muss ich vielleicht auch kurz sagen, die eigenen Ziele immer wieder zu nennen, ist extrem wichtig. Aber man muss sie nicht immer alle nennen. Also das wird dann auch eine Art, das wird dann eine hypernormative Kommunikation. Also wenn man zu viel über Ziele redet und zu wenig über die konkreten Handlungen, die man jetzt gerade macht, um die Ziele zu erreichen, dann ist das auch nicht gut. Also man sollte die Ziele wohl dosieren, aber man sollte sie immer wieder erwähnen. Und damals wurde natürlich sehr stark appelliert, dass dieser Wald einfach schön ist. So, das war natürlich auch schon vor 2018 so und das ist durchaus was bei manchen Menschen Widerhall findet, aber es war vorher nicht genug. Was hat man weitergemacht? Man hat gesagt, der wurde auch nicht Hambacher Forst genannt, sondern Hambi, also wie so ein kleines Kind, um das man sich kümmert, für das er so zärtliche Gefühle hat. Und das war also auch was man stark versucht hat und das wurde auch begleitet durch Aktionen. Also die Aktivistinnen und Aktivisten haben dann zum Beispiel auch Waldspaziergänge gemacht für Menschen von draußen und haben dadurch auch so ein bisschen abgelegt durch diese Aktionen das Image des Bürgerschrecks oder der Vandalen, sondern haben gesagt, die sind ganz normale junge Menschen, die eigentlich diesen schönen Wald so schön finden und wir wollen euch zeigen, wie wichtig das ist und was es hier für seltene Arten gibt. Und das haben interessierte Bürgerinnen und Bürger auch aus dem konservativeren Milieu eigentlich ganz interessant gefunden. Ist natürlich auch in Deutschland vielleicht nochmal ein besonderes Thema, weil in Deutschland der Wald sozusagen ein sehr stark kulturell besetztes
Objekt ist. José Ortega y Gasset hat sogar mal gesagt, das Wort Wald könne man eigentlich gar nicht adäquat ins Spanische übersetzen, weil das so ganz anders konnotiert sei als jetzt zum Beispiel so ein Bosque oder so eine Selva. Aber genau, also das ist, und der Punkt ist, dass man da so ein bisschen, jetzt komme ich auf diese Werte, also dass wenn man das sagt, dass man auf ganz bestimmte Grundwerte dahinter appelliert. Das sind die kursiv gesetzten. Ja? In dem Fall ist es sogar sowas wie Tradition. Ja, und dann natürlich die neuen Klimathemen. Also, dass man gesagt hat, also warum wollt ihr jetzt um Gottes Willen diesen Wald, zerstören, wo ihr doch sowieso aus der Kohle raus wollt? Das habt ihr im Grunde schon beschlossen. Die Kohlekommission hat damals hier auch in Deutschland gerade getagt. Das wollte man beeinflussen. Das ist also ein Gesetz, das hat vielleicht früher Sinn gemacht, aber jetzt doch auf keinen Fall. Also man hat dann so ein bisschen auch an Einklang mit den Regeln eigentlich auf den gesunden Menschenverstand gepocht, und man hat natürlich auf Klimaschutz abgehoben. Das war also neu, und wie gesagt, in diesem Diskursklima insgesamt war das eine extrem erfolgreiche Strategie. Also diese 500 Hektar oder die da überhaupt noch übrig waren von diesem Wald, wurden auf einmal ein deutschlandweites Thema, und tatsächlich gab es jedenfalls bis zum gewissen Punkt auch Erfolge dieser Bewegung. Ich habe jetzt schon, und von dieser Folie sollten Sie sich ruhig einen Screenshot machen, wenn Sie die nicht sowieso im Nachgang dann erhalten. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Zentrum meines Vortrages, wenn man über Werte redet. Werte sind ja das, was hinter den konkreten Handlungszielen steckt. Also wenn ich habe ganz bestimmte Handlungsziele, also ich will zum Beispiel irgendwie dass meine Oma sich nicht mit Corona infiziert. Und woran ich da aber appelliere, ist sozusagen, also dass meine Oma sicher ist. Ja, also die soll sicher sein an Leib und Leben. Und dann ist das ein ganz bestimmter Grundwert, nämlich der persönlichen Sicherheit, der hier eine Rolle spielt. Die gibt es aber nicht unendlich viele. Ich kann jetzt leider in dem Vortrag nicht erläutern. Das ist eine sehr aufwendige sozialpsychologische Forschung mehrerer Jahrzehnte, die hinter diesem Diagramm steckt von Shalom Schwartz. Sondern es gibt wahrscheinlich nach dem jetzigen Stand der Dinge sowas wie 19, das ist keine besonders schöne Zahl. Und und natürlich liegt es immer erstmal nahe, dass man denkt, ja, sowas wie Klimaschutz, das bewegt sich eben vor allem im Sinne, in der Richtung von Sicherheitswerten. Das ist auch oft so. Also es wird eben, wie gesagt, Klimakrise, es wird mit Bedrohung argumentiert, mit der Abwendung der Bedrohung, mit dem Schutz vor etwas, vor Zerstörung und so weiter. Aber natürlich nicht nur. Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft meines Vortrages, um breite Schichten in der Bevölkerung zu erreichen, muss man eigentlich immer an verschiedene Werte appellieren. Werte sind nichts, was Menschen, also diese Werte werden durch Umfragen festgestellt. Ja? So, also da werden Leute danach gefragt. Werte sind etwas, was nicht unbedingt sofort, also die sind auch handlungsanleitend für die Menschen, aber die Werte, die die Menschen bejahen, sind also nicht Werte, denen sie selber im Alltag auch immer folgen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Sondern es sind Werte, die in ihrem Selbstbild einen hohen Stellenwert haben. Also Sie sagen immer, ich bin ein Mensch, dem ist das und das wichtiger als anderes. Da sind dann Sachen wie Concern, das ist übrigens ein schlechtes Wort, weil eigentlich geht es da bei Schwartz vor allem um Gerechtigkeitswerte in dieser universalistischen Ecke. Also es geht eigentlich um Fairness und sowas. Die stehen meistens ganz, ganz oben. Das heißt aber nicht, dass deshalb alle Menschen besonders gerecht handeln. Aber wenn man ihnen jetzt Geschichten erzählt von dem, was man tut, dann identifizieren die sich eher mit den Geschichten, wo die Werte, auf die das abhebt, was man tut, oder auf die das letztlich zielt, wo die Werte die sind, die man selber besonders wichtig findet. Da das aber die Menschen sich diesbezüglich unterscheiden in den Priorisierungen von solchen Werten, sollte man möglichst plural agieren. Das passiert auch in der Klimabewegung schon. Also zum Beispiel als sowas, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt wieder ein Wort, als gesagt wurde, hier in Deutschland, vor 2 Jahren war das, da hat die Bundesregierung ein Klimapaket geschnürt, um also jetzt das alles besser zu machen und mehr zu tun. Und dann war das wirklich also eigentlich peinlich, was die da geliefert haben. Und dann haben Fridays for Future, glaube ich, die haben dann gesagt, das ist kein Klimapaket, das ist ein Klimapäckchen. Und das Klimapäckchen, also dass Sie sagen, die Regierung schnürt nur ein Päckchen statt ein Paket, das hat natürlich gar nichts mit Sicherheit
oder mit Gerechtigkeit oder irgend so was Großem zu tun, sondern das stellt eigentlich die Bundesregierung als Versager dar. Und zwar als Versager gemessen an den eigenen Maßstäben. Und das ist deshalb eher in der Ecke, sehen Sie selber, bei den sogenannten Selbstverstärkungswerten, Self-Enhancement, also eher bei der Leistung, bei Achievement zu verorten. Also das heißt, da wird eigentlich, und das ist attraktiv für viele Menschen, die sagen, ja, ja, ich habe eine Regierung, die soll auch was leisten. Und wenn die nur ein Päckchen schnürt statt ein Paket, dann ist das natürlich lächerlich, schlecht. Ich muss eine bessere Regierung haben. Da hat es noch gar nichts zu tun mit dem, wie man das Klimathema insgesamt wichtig findet. Ja, also sowas ist eigentlich ganz clever. Oder dann sowas zu sagen wie, alle Dörfer bleiben. Das ist jetzt beim Kohlebergbau so. Ja, also der Kohlebergbau soll nicht weitergehen, die Dörfer sollen da nicht abgebaggert werden. Wenn man das sagt, dann appelliert man natürlich auch überhaupt nicht an sowas wie das Klimathema, sondern sagt, das soll so bleiben, wie es war. Die Dörfer waren da, die sollen da auch bleiben. Und das ist natürlich wieder ein Appell an den Wert eigentlich der Tradition. Jetzt, ich merke, ich komme mit der Zeit ein bisschen in die Bredouille. Ja, ein paar Minütchen habe ich noch. Ich versuche, ein bisschen schneller zu machen. Also, sorry an die Dolmetscherin. Also wie gesagt, ich finde, es wird eigentlich schon ganz vieles richtig gemacht. Das kennen Sie alle wahrscheinlich, das sind die berühmten Kernforderungen von Extinction Rebellion. Hier, glaube ich, das ist bei irgendeiner Demonstration in Kanada, so eine kleine Aufstellung. Und da wird also die Politik aufgefordert, Dinge zu tun. Wie gut oder schlecht das ist, darüber habe ich ja schon gesprochen. Aber was soll sie da eigentlich tun und auf was für Werte wird da abgehoben? Also da sieht man natürlich sowas zu sagen, wie zu jemandem zu sagen, seid ehrlich. Das geht natürlich in den Bereich der zwischenmenschlichen Verlässlichkeit. Oder man könnte natürlich auch sagen, in gewisser Weise geht es auch vielleicht um den Mut, die Wahrheit zu sagen, dann wäre es eher bei der Freiheit des Gedankens. Das ist da rechts oben. Aber es ist auf jeden Fall eher in der Ehrlichkeit, also in der Verlässlichkeit. Das ist ein großer zwischenmenschlicher Wert, der angesprochen wird. Act Now ist auf jeden Fall wieder auch diese Freiheit, etwas zu tun, der Mut, etwas zu tun. Was genau, darauf komme ich gleich, aber erst zu der anderen, das ist diese Forderung nach BürgerInnenräten. Das ist natürlich eine ganz gute Idee, weil es sowas sagt wie alle Macht dem Volke. Das ist sozusagen geht direkt in den Bereich der Macht und der Selbstverstärkung. Man kann es natürlich auch sehen als an den Wert der prozeduralen Gerechtigkeit, also stärkerer Mitsprache appellierend. Auf jeden Fall werden hier unterschiedliche Wertbereiche angesprochen. Wenn ich dann gucke, was eigentlich gehandelt werden soll, dann habe ich natürlich sowas wie a Concern for Nature und sowas wie eine Idee von biozentrischer Gerechtigkeit. Extinction Rebellion hat ja auch sehr stark das Thema der Artengerechtigkeit in die Klimagerechtigkeitsdebatte wieder eingeführt. Und ich habe natürlich auch wieder so vage, ne, also dieses mit den Treibhausgasemissionen, diesen vage Aufrufen des Krisenframes und der Bedrohung. Was das genau heißt, ist so eine Sache. Da ich jetzt zum Schluss kommen muss, springe ich die nächste Folie. Sie können nur kurz hier sehen, dass das eine Studie ist, die ich hier am ESS gemacht habe. Für die Deutsch können, die können Sie sich auch auf der ESS-Website angucken. Da haben wir untersucht, wie stark die unterschiedlichen Branchen der Klimagerechtigkeitsbewegung hier in Deutschland auf verschiedene Werte rekurrieren durch Analysen ihrer Sprache. Das springe ich jetzt aber und gehe zur vorletzten Folie. Also bei diesem Reden über Umweltschutz oder Klimaschutz, also das ist erstmal immer effektiv, weil man in diesen Bewahrungsbereich kommt und sehr viele Leute diese Sicherheitswerte extrem hoch taxieren. Wenn man das hier zum Beispiel in der linken Blase, ist das auch noch relativ clever. Ich habe das jetzt aus dem Deutschen ins Englische übersetzt dort, mit diesem Auto quasi, es ist eigentlich eine Autometapher, ja, man rast sozusagen auf einen Abgrund zu und muss aussteigen, also das Wort aus der Kohle aussteigen im Deutschen hat tatsächlich eben auch sehr was von diesem aus einem Fahrzeug auszusteigen. Das ist natürlich auch was mit der Lebenswelt der Bürger und Bürger sehr stark verknüpft ist. Also von daher ist es ganz gut, könnte man sagen. Klammer auf, man perpetuiert dadurch natürlich aber auch immer eine Welt, in der es Fahrzeuge gibt und so. Aber Klammer zu, also das ist so ein bisschen, das kauft man sich halt mit ein.
Ist auf jeden Fall anschlussfähig. Und das andere ist mit diesem Rentner, der im Rollstuhl sitzt und sich an eine Kutsche angekettet hat und sagt, ich will meine Enkel schützen. Das ist natürlich auch hochgradig anschlussfähig und es erweitert vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, dieses ominöse Schutzdenken, was erstmal nicht klar macht, wer geschützt werden soll, hin zu einem Idee der Generationengerechtigkeit. Und das ist ja auch das, was Fridays for Future, wofür die ganz stark stehen. Und dadurch geht man in diesen universalistischen, selbsttranszendierenden Bereich des Schwarzschen Werteschemas, nämlich den der Gerechtigkeit. Ansonsten war ein Ergebnis unserer Studie, dass es der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich ja selbst so nennt, sehr, sehr schwer fällt, immer wieder konkret über Gerechtigkeit zu sprechen. Und das ist etwas, was ich Ihnen nur einfach pauschal mitgeben möchte, dass das eigentlich gute alte Traditionen der ökologischen Gerechtigkeit sind, zu sagen, achtet darauf, wer ist besonders betroffen von dem, wogegen ihr kämpft, von einer bestimmten Entwicklung oder so. Wer würde besonders profitieren von einer Änderung, die ihr wollt, und macht das zum Thema. Und am besten holt auch noch diese Leute in eure Aktionen mit ins Boot. Dann appelliert ihr nicht nur an den Wert der Gerechtigkeit, sondern ihr appelliert auch sowas wie Empowerment und seid wieder in diesem Selbstverstärkungsbereich. Dazu könnte ich länger reden, mache ich jetzt nicht, sondern gehe kurz zur letzten Folie und komme dabei zurück auf den Anfang meines Vortrages. Ich habe ja gesagt, eigentlich leben wir in einer Welt, in der sowas wie technische Artefakte und ingenieursmäßige Handlungen, ja, die sozusagen in die Welt eingreifen, die Landschaft umgestalten, die Städte umgestalten und so hochgradig präsent und auch in dem Sinne hochgradig populär sind. Das ist natürlich für Aktivistinnen und Aktivisten schwer, an sowas anzuschließen und vielleicht auch nicht immer nötig und vielleicht möchte man das auch nicht. Aber es gibt tatsächlich Aktivistinnen und Aktivisten, die das tun. Das ist hier ein Screenshot von der Website von WorldWard, eine ganz bestimmte Art von Klimaaktivistin. Ich finde, ich verteidige überhaupt nicht im Inhalt alles, was die machen. Ich habe hier große inhaltliche Probleme auch, weil die gehen so weit, dass sie sich wirklich für Climate Engineering aussprechen. Ne? Also das ist, finde ich, sehr problematisch. Ich finde auch so eine Formulierung sehr problematisch, wie da unten im letzten Abschnitt, to deal with increased climate refugees, ohne auszusprechen, was das heißt, weil das letztlich auch an sehr, sehr konservative und reaktionäre Instinkte appellieren kann. Aber es ist dieser Text, der da steht und die Bilder, die da stehen, sind kommunikativ sind absolut genial, weil sie nämlich nicht nur an die verschiedenen Werte appellieren, die ich da gekennzeichnet habe in dem Schwarzschen Schema, sondern weil sie auch etwas schaffen, was sehr schwer ist, nämlich den Akt des Schützens, des Stoppens von irgendetwas, der ja sehr wichtig ist für protestierende Menschen, rauszuholen aus einem bloßen Negativakt, der im Grunde nur das aufruft, was gestoppt werden soll, aber selber nicht sagt, was man möchte. Hingegen von Climate Restoration zu reden, ich weiß gar nicht, wie ich das im Deutschen ausdrucken würde, Klimawiederherstellung oder Klimasanierung, ist natürlich genial, weil es veranschaulicht, dass es mehr ist, Klimasanierung mehr ist, als einfach aufzuhören mit etwas, sondern ganz bestimmte Arten von Tätigkeiten beinhaltet, die die Leute auch schon aus anderen Kontexten so oder so ähnlich kennen. Das ist, wie gesagt, inhaltlich durchaus problematisch, aber ich glaube, ich wollte das nochmal erwähnen, weil dieser Akt des Schützens, ja, des Schützens der Umwelt oder des Klimas, der so unglaublich populär ist unter uns, rhetorisch eben eigentlich immer in Gefahr ist, in einem ja unklaren Raum zu verbleiben, weil außer im Gegensatz zu dem, vor dem man schützen will, da gibt es den Kampf, das habe ich gesagt, das ist diese Konfliktachse, das ist gut. Aber der Akt des Schützens ansonsten oft so eine Art Nicht-Akt ist. Also der einfach nur will, dass mit etwas anderem aufgehört wird. Und das ist zumindest eine Möglichkeit, hier rhetorisch aus dieser Ecke rauszukommen. Ich habe meine Zeit leicht überschritten. Ich muss mich entschuldigen. Ich entschuldige mich bei den Dolmetscherinnen und Dolmetschern für das schnelle Sprechen und freue mich jetzt sehr auf die Diskussion, weil ich glaube, ganz, ganz vieles von dem, was ich erzählt habe, kannten Sie vielleicht doch auch schon, haben dafür selber auch eigene Beispiele und ich hoffe eigentlich auch ein bisschen was von Ihnen zu lernen. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Manuel Rivera. Das war hochinteressant. Ich sehe gerade, es gibt eine
ein Diskussionsbeitrag auf Spanisch, und zwar von Bruno Parada aus Bolivien. Ich werde das jetzt mal kurz übersetzen. Vielen Dank für deine Erläuterung, Manuel. Viele der Sachen, die du gesagt hast, die erscheinen mir sehr interessant und auch sehr wahrhaftig. Ich glaube, dass der ökologische Aktivismus äh, sich noch weiterentwickeln muss. Ich glaube, dass innerhalb dieses Diskurses, der manchmal ja, geführt wird, ist es sehr kompliziert und man erreicht es nicht, die Botschaft auszudrücken, die man ausdrücken möchte. In Bolivien haben wir große Katastrophen erlebt, wie zum Beispiel Brände, ähm, den Tod von Millionen von Tieren, Abholzung und andere Probleme. Und das hat die Leute sehr bewegt in dem Moment, als es passierte. Aber bis heute hat man nicht erreicht, irgendetwas davon zu lösen. Denn in dem Maße, wo die Zeit verstrich, ist die Kraft des Diskurses der Klimaaktivistinnen hat nachgelassen, bis hin zu dem Punkt, wo es die Leute nicht mehr interessierte. Und aus meinem Gesichtspunkt hängt das damit zusammen, dass immer die gleichen Strategien wiederholt werden, ein zum anderen Mal. Und das ist dann irgendwann nicht mehr interessant, auch wenn bestimmte Interessen da drin sind, bestimmte ideologische Interessen, Linke versus Rechte. Und das führt zu einem Bruch und zu einer Schwächung der Ziele, die man eigentlich erreichen möchte. Jetzt kommen auch noch mehr Sachen, aber ich würde jetzt gerne wirklich erstmal auf das eingehen, was Bruno geschrieben hat. Und ich finde ganz, ganz besonders interessant, dieser Diskurs Linke gegen Rechte, weil es ist ja leider so, dass häufig Ökologie als ein eher progressives oder linkes Thema geframed wird. Das ist gerade so in Ländern wie den USA, aber es ist auch in Europa so, dass häufig gesagt wird, ja, Ökologie, das ist eine Sache der progressiven Kräfte, was auch größtenteils stimmt, wenn man sich die Akteure und Akteurinnen anguckt. Aber das hat natürlich häufig den Nachteil, dass konservative Personen dann glauben, dass das nicht ihr Thema ist oder dass konservative Personen sich sogar weigern, sowas wie die globale Krise, die Klimakrise anzuerkennen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Wie kommt man aus diesem Framing raus? Klimaaktivismus, Ökoaktivismus ist nur was für progressive oder linke Kräfte. Also ganz ehrlich gesagt ist das Rauskommen aus dieser Ecke das geringere Problem. Und zwar unter dem zunehmenden Druck der Stressoren, der ökologischen Stressoren und der zunehmenden Katastrophen wird es eigentlich immer leichter, Klima oder überhaupt sagen wir mal lieber Umweltprobleme konservativ zu framen. Und zwar auch konservativ im Sinne des, ich erinnere nochmal an den Wertekreis, im Sinne des Sicherheitswertes und des Schutzes. Das geht sogar so weit, dass es gibt ein klassisches, kann ich nur empfehlen, jedem, ich glaube, es ist nicht ins Englische übersetzt, auf Deutsch, aber auf jeden Fall zugänglich, von Karl Amery, von einem deutschen Schriftsteller, der Mitgründer der Grünen Partei war, aus den 90er Jahren, einen großen Essay, der heißt, oh Gott, wie heißt er denn? Hitler als Vorläufer. Und wo er nochmal rekonstruiert, dass eigentlich natürlich damals der Nationalsozialismus unter den ganzen Mischungen von ideologischen Elementen, die er hatte, ja durchaus auch ökologische hatte, völlig krude. Also das war eine falsche Wissenschaft sozusagen, ne? Diese ganze Rassenlehre und sowas. Aber der Grundgedanke, dass Ressourcen knapp sind, und dass, wenn man alle Menschen gleich behandelt, man letztlich zum Aussterben der menschlichen Rasse führt.
sagt Hitler in Mein Kampf. Und er sagt auch, er sagt immer die Natur, die große, grausame Königin und sowas. Ja, also und eigentlich geht das dann sogar so weit, dass der Judenhass dadurch begründet wird, dass gesagt wird, die Juden haben den Egalitarismus, also die Gleichbehandlung, die Gerechtigkeitsidee erfunden. Und die macht uns aber tot. Und aber das Bedrohungsszenario vor einer sozusagen ökologischen Mangelsituation ist eigentlich genauso da, also zumindest in Meinem Kampf. Und ich sehe eigentlich mittelfristig die Gefahr, dass wir tatsächlich eher wieder rechte Öko-Denke bekommen werden. Das wird unabweisbar, dass man dann sagt, ja, das Boot ist jetzt voll, wir müssen jetzt hier unser Geld, was wir haben, dafür verwenden, in Deutschland Klimawandelanpassungen zu machen. Wir müssen hier die Ressourcen sichern, hier den Wald umbauen und wir müssen natürlich auch Mauern hochziehen, weil wir mit dem Flüchtlingsproblem nicht klarkommen. Also ich glaube nicht, also daran anzusprechen, also das ist jetzt ein extremer Fall, das ist nicht mehr konservativ, das ist jetzt wirklich schon faschistisch quasi, ne? Aber an rechtes Gedankengut ranzukommen, das macht übrigens sogar hier in Deutschland die AfD, also unsere rechte Partei, macht das noch in homöopathischer Dosis, indem sie nämlich sagt, ja, also invasive Arten und sowas. Also es ist ziemlich lächerlich. Aber also die Anknüpfungspunkte sind da, die kann man auch benutzen. Die Frage ist, wie stark man die benutzen möchte. Weil Nachhaltigkeit ja nicht heißt, dass wir irgendwie, deshalb nochmal, wer soll geschützt werden? Also es geht nicht darum, irgendwie die Gefahr abzuwenden, sondern möglichst die Gefahr so abzuwenden, dass für alle Menschen genug bleibt, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt immer auch Solidarität mit denen, die ich möglicherweise sogar gar nicht selber kenne. Das ist ja sogar die größte Herausforderung der globalen Umweltkommunikation. Das ist eigentlich das Schwierige, zu sagen, wie komme ich, ja, es ist irgendwie links oder es ist irgendwie progressiv, aber dass es jetzt Aktivistinnen und Aktivisten im globalen Norden wirklich gelänge, größere Teile der Öffentlichkeit für das Thema Klimagerechtigkeit zu interessieren, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also von daher würde ich die Frage eher so ein bisschen zurückspielen und sagen, wie können wir eigentlich noch progressiver ökologische Kommunikation betreiben? Und darauf habe ich aber keine richtig gute Antwort. Es sei denn, also eine Sache habe ich angedeutet mit dem Hambacher Forst, wo stark gesagt wurde, dass also solche Gebiete wie den Hambacher Forst zu schützen, ist nötig für eine globale, also das muss nicht nur hier passieren, sondern auch an anderen Orten. Auch wir Aktivistinnen und Aktivisten sind nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten. Wir sind ein globales Subjekt, ein globaler handelnder Akteur. Aber wir handeln eben nicht nur global und irgendwo oder nirgendwo, sondern wir handeln auch genau hier. Und ihr kennt doch diesen Wald. Und den Wald wollt ihr doch auch behalten. Und also es ist eigentlich eine doppelte, es werden zwei Erzählungen auf einmal erzählt. Eine lokale und eine globale. Und das war hochgradig effektiv. Was das jetzt in Bolivien für den Schutz von Wäldern heißt, wo der Schutz von Wäldern natürlich auch nochmal viel dringender nötig ist. Also die Entwaldungsrate in Bolivien ist ja sagenhaft. Kann ich nicht sagen, weil ich die Situation dort nicht kenne. Und vor allem, weil wir auch in Bolivien natürlich eine Situation haben, wo das Land oder gewisse Teile des Landes ihr Geld damit verdienen, auf den Flächen, wo diese Wälder gerodet worden sind, Futtermittel oder was auch immer anzubauen, um dann aus den Exporten nach Europa Geld zu ziehen. Das sind natürlich manifeste Interessenlagen. Da würde ich sagen, ist man als Ökoaktivist natürlich aufgeschmissen, wenn man nicht gleichzeitig ein handelspolitischer Aktivist oder eine handelspolitische Aktivistin wird. Also da muss man eigentlich das Thema wechseln. Aber dazu kann ich, das ist eine Situation, die könnt ihr in Bolivien natürlich viel besser einschätzen als ich. Von Agostina Barbini, ich weiß nicht, aus welchem Land sie kommt, kommt auch noch ja, ein Dankeschön für die Präsentation und auch die Frage, gibt es irgendwelche Tipps, ja, um die Kommunikation mit dem Publikum noch zu verbessern? Also ganz generell gesprochen. Also Agustina, sag mir doch einfach, was du gerne genau verbessern möchtest oder wen du besser erreichen möchtest. Mit welchem Thema? Dann kann ich dir vielleicht auch einen Tipp geben, wie du das kommunikativ anstellen kannst. Also so pauschal kann ich das nicht sagen. So ein paar pauschale
Leitlinien oder so eine pauschale Brille, mit der man die Themen angucken kann, habe ich ja versucht in dem Vortrag zu geben. Aber jetzt müssten wir genau darüber reden, in welcher Situation du wen besser ansprechen möchtest. Ja, also während Agostina vielleicht schreibt, kommt von der Trainerin aus Deutschland, Kerstin Peltenkofer, die Info. In der Ländergruppe Deutschland haben wir kurzfristig mal die Zielgruppe junge FDPler avisiert. FDP, das ist die liberale Partei in Deutschland, die eigentlich eher so rechtsliberal ist, also eigentlich gegen Verbote ist, also gegen ein Tempolimit und so weiter auf den Autobahnen. Die ist jetzt aber, das ist ganz interessant, in der neuen Koalition, die jetzt gerade heute Nachmittag vorgestellt wird, mit den Sozialdemokraten und mit der Grünen Partei. Also eine sehr interessante, sehr neue Konstellation in Deutschland. Also, hast du Tipps, Manuel? Ja, Wie kann man an diese Liberalen rankommen? ja, es ist sehr, sehr bemerkenswert, dass sehr viele junge Menschen hier in Deutschland bei den letzten Bundestagswahlen die FDP gewählt haben. Und ich glaube, das sind junge Menschen, also dazu kenne ich keine entsprechenden Studien. Ich weiß auch nicht, ob es sie gibt schon. Aber ich nehme mal an, dass das junge Menschen sind, die das Öko-Thema schon auch auf dem Schirm haben. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass diese jungen Menschen denken, okay, da muss jetzt was getan werden. Und zwar das, was getan werden muss, sind vor allem, bewegt sich im Bereich von technologischen Innovationen. Was übrigens meiner Meinung nach auch tatsächlich ein Teil der Angelegenheit ist. Also wir hätten ja überhaupt keine Chance, hier noch irgendwie in diesem Wettrennen um die 1,5 oder 2 Grad überhaupt noch teilzunehmen, wenn es nicht die technologische Innovation der erneuerbaren Energien gäbe. Ja? Aber dass die sagen, okay, also erstens nochmal, ne, diese geilen neuen Gadgets, also die sind total dafür sowas. Also mit denen, die spricht man mit solchen Sachen an, wie ich am Schluss auf der Folie hatte. Das kommt bei jungen FDP-Lern auf jeden Fall gut an. Und natürlich ist bei denen noch was anderes da, nämlich dass sie denken, das wird eine ziemlich stressige Zeit, in der mein Leben stattfindet. Das sehen die. Und deshalb ist es gut, wir haben bei diesem ganzen Innovationswettlauf die Nase vorn in Deutschland. Und das ist ja auch ein bisschen der Diskurs der FDP in Bezug auf diese Sache. Also es ist eine sehr stark wettbewerbsorientierte Denke. Das ist weniger eine Denke, die was mit Solidarität zu tun hat und vielleicht eben leider auch nicht so sehr mit Kooperation. Trotzdem glaube ich, dass an das Wettbewerbsmotiv anzudocken immer wieder auch eine gute Idee sein kann. Einfach weil diese Gesellschaft so unglaublich gewöhnt ist, im Wettbewerbsparadigma zu denken. Es kann natürlich, wir haben auch gute Gründe dafür zu sagen, das wollen wir aber eigentlich ändern. Wir wollen nicht mehr so, wie man früher gesagt hat, neoliberal ständig über Wettbewerb reden. Aber wenn wir es gar nicht tun, dann würden wir eben diese Menschen zum Beispiel nicht erreichen, Kerstin, denke ich. Und ich glaube deshalb, das kann man übrigens auch auf einem niedrigeren Level in die aktivistische Kommunikation selber in Aktionen auch einbauen, nämlich indem man ihnen Wettbewerbsformen gibt. Also indem man Wettbewerbe veranstaltet. Das ist auch was, glaube ich, ein junger FDPler oder eine junge FDPlerin an sich schon mal völlig unabhängig vom Inhalt gut findet. Eine Challenge. Ja, das ist doch wirklich sehr, sehr interessant, weil das führt auch wieder zu dem, was wir am Ende des Vortrags gesehen haben mit dieser Climate Restoration, also der Wiederherstellung des Klimas. Wir haben auch schon in anderen Workshops einige Videos gesehen, auch von Elon Musk und Tesla und anderen ja, Start-up-Spezialisten. Ich denke, was ja auch bei dem Vortrag klar geworden ist, es muss multiple Werte geben, die angesprochen werden. Und dann müssen wir dann auch lernen, wirklich, wenn wir eine Kampagne machen, und das machen wir ja auch im Rahmen des Projekts, tatsächlich auch immer zu gucken, auf welche Zielgruppe könnte jetzt welcher Wert passen. Und dann tatsächlich auch, wie das ja auch in Social Media ist, segmentieren. Ne? Also wirklich trainieren, wie wir für verschiedene Zielgruppen ein bestimmtes Thema aufbereiten.
Jetzt kommt auch noch eine Antwort von Agustina, die eben die Frage gestellt hatte. Vielen Dank. Es geht also speziell jetzt um eine Kampagne, die Sie gerade realisieren, es geht um also wieder in Verbindung zu treten mit der Natur. Und diese Kampagne richtet sich an ein junges Publikum zwischen 16 und 30 Jahren. Also, wie treten wir wieder mit der Natur in Kontakt? Und wenn ich Agustina richtig verstehe, geht es dann auch erstmal um etwas, was auf einer Erfahrungsebene stattfindet, was auch die Emotionen und das Erleben mit einbezieht. Ja, also das ist natürlich in der Umweltbildung ein uraltes Thema, das mit dem wieder in Kontakt kommen mit der Natur. Das hat man also in Deutschland schon in den 80er Jahren massiv gemacht, dass man da die Kinder in den Kindergärten dann zu irgendwelchen Waldausflügen und so mitgenommen hat. Und ich würde mal sagen, unterm Strich hat es alles nicht nichts gebracht, aber für die wirklichen umweltpolitischen Herausforderungen sehr, sehr wenig. Ein Hauptgrund ist, dass diese Sachen sich oft bewegen auf so einer rein kontemplativen Ebene, also so an den Hedonismuswert oder so Schönheit und sowas. Und eigentlich sind wir doch eigentlich auch alle Naturwesen und so. Also ich karikiere das jetzt ein bisschen. Bewegt aber mit dem konkreten reproduktiven Alltag der Menschen nicht in Verbindung gerät. Also eigentlich sind wir ja als Menschen, unsere ursprünglichen Verbindungen mit Natur sind ja nicht kontemplativer Art. Also das kommt ja erst im 19. Jahrhundert auf, als wir eigentlich uns schon lösen aus diesen Zusammenhängen, sondern primär Arbeit, durch Landwirtschaft und durch auch Jagd und sowas, also durch konkrete Auseinandersetzung mit der Natur. Und da würde ich sagen, alles, was bei städtischen Publika ist auf jeden Fall gut, wenn es mit urbaner Landwirtschaft zu tun hat, möglichst sogar mit, vielleicht sogar noch welche, die Geschäftsmodelle involvieren, also dass sie davon wirklich auch ein bisschen Geld verdienen können. Und dann sozusagen auch, da kann durchaus oder Fassadenbegrünung, also man darf ja nicht vergessen, ich weiß jetzt nicht, woher Sie kommen, Agustina, aber wir leben ja meistens auch in Lateinamerika oder so, wir leben ja in stark verstädterten Kontexten. Also die nationalen Diskurse, die politischen Diskurse werden in Städten eigentlich gemacht. Also natürlich gibt es Menschen auf dem Land und die sind auch wichtig. Und da sind auch oft Zellen des Widerstands gegen gewisse Landnahmen. Aber eigentlich wird entschieden in den Städten. Und die Städter mit Natur in Verbindung zu bringen, dafür muss man Räume schaffen, in denen die auch was mit Natur tun können. Ich glaube, das werden sie wahrscheinlich schon auch machen. Aber ich würde dieses Reconexión con la Naturaleza hat für mich oft so ein bisschen sowas, also sowas wie in der Freizeit. Und das das reicht auf jeden Fall. Also die Erfahrung zeigt, dass das nicht reicht. Und nochmal zu Bruno, ja, natürlich, genau. Ich will den Wettbewerb nicht verdammen. Wir haben bloß jetzt leider 20, 30 Jahre hinter uns, wo der Wettbewerb zum absoluten Paradigma für alles verabsolutiert worden ist. Und das hat ja sozusagen der ökologischen Sache auch nicht gerade geholfen. Jetzt kommt von Katja aus der Ländergruppe Deutschland die Frage, wie bewerten Sie die regelmäßigen Vorwürfe an die ältere Generation? Ja, also also erstmal ist es überhaupt eine Art, das Gerechtigkeitsthema in den Diskurs zu bringen. Ja, also wir wollen ja die Klimagerechtigkeitsbewegung, so divers sie ist, versucht ja eben nicht nur über Klimaschutz zu reden, sondern auch über Klimagerechtigkeit. Und eine Variante, das zu tun, die vielleicht noch eine der leichteren ist, ist wirklich zu sagen, es ist zum Nachteil junger Menschen, was da passiert. Und dem hat sich hier in Deutschland ja auch das Bundesverfassungsgericht angeschlossen im Mai durch sein berühmtes Urteil, wo es gesagt hat, wenn wir jetzt nicht genug tun, dann werden spätere Menschen nur noch um den Preis äußerster Enthaltsamkeit überhaupt ein einigermaßen würdiges Leben führen können. In Deutschland wohlgemerkt, ja. So. Und das ist auf jeden Fall eine Strategie, die politisch und rechtlich anfängt zu ziehen und die außerdem, glaube ich, bewirkt hat, also was heißt, glaube ich, das ist ganz sicher so, dass viele in der Elterngeneration durch eine Art Beschämung tatsächlich, also
das hat zu einem Umdenken auch beigetragen, dass die eigenen Kinder am Küchentisch gesessen haben und gesagt haben, so geht das nicht weiter, was hast du eigentlich gemacht? Das ist ja, kennen wir aus anderen kulturellen Bewegungen ja auch, ne? Aufarbeitung der Vergangenheit. Ich finde das daher auf jeden Fall ein Element, was nötig ist. Es ist, insofern hat es natürlich eine Grenze, weil es in dieser Pauschalität innerhalb der älteren Generation wiederum alle gleich trifft, was ja nicht stimmt, weil innerhalb der älteren Generation nicht alle Menschen in gleichem Maße VerursacherInnen der Klimakrise sind. Also ärmere Menschen sind das natürlich viel weniger. Und objektiv, nicht aus, weil sie so gut waren oder so weise oder so, sondern einfach, weil sie nicht die Mittel hatten, so viel zu verschmutzen und so viele, jetzt ist das auch ein Fachbegriff, ja, Luxusemissionen in die Welt zu setzen. Also von daher, da ist ein Problem und das deutet darauf auch auf die Grenze des Konzepts der Generationengerechtigkeit. Weil das Klimathema, also wenn ich sage jetzt wieder Klima, ne? Wir sind jetzt immer beim Klima, aber das ist natürlich bei Biodiversität und den anderen planetaren Herausforderungen nicht viel anders. Weil das Klimathema natürlich vor allem auch ein intragenerationelles Thema der Ungleichverteilung ist. Und von daher ist das, was andere Teile der Klimabewegung immer wieder versucht haben, nämlich anzuschließen eigentlich an so eine Art Globalisierungskritik, auf jeden Fall ein wichtiges Korrektiv, um das nicht zu so einem Früher- und Heute-Thema verkommen zu lassen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist hier gerade in Deutschland, wenn Sie sich nach Deutschland fragen, glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr viel nötiger, diesen intragenerationellen globalen Fokus zu stärken und ein bisschen wegzukommen von diesem Generationenkonflikt Fokus, wobei der ein gutes Einfallstor war. Ich höre Sie nicht, Frau Bremme. Ah, okay, ja, ich hatte mich selber stumm geschaltet. Gibt es sonst von eurer Seite aus noch Fragen? Ansonsten, was ich sehr, sehr interessant finde, worauf wir jetzt auch nochmal gekommen sind, ist tatsächlich auch diese Logik, versuche ich jetzt tatsächlich konfliktiv mit einem Thema umzugehen? Oder versuche ich tatsächlich, die Leute erstmal positiv abzuholen? Ich denke, beides hat sicher Vorteile und Nachteile. Vielleicht können Sie nochmal auch was dazu sagen, weil wenn man sich angegriffen fühlt, geht man ja leicht auch in eine Verteidigungshaltung. Gleichzeitig muss man natürlich auch, wie wir alle wissen, häufig auch tatsächlich bei einem so drängenden Thema wie der Klimakrise, man kann nicht warten, bis man die letzten Personen überzeugt hat durch freundliches Argumentieren. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht als Experte für Kommunikation? Also wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist es immer gut. Weil auch, also ich kann das haben Sie bestimmt auch schon mit Herrn Pfeil oder so besprochen. Es gibt gar nicht sowas wie Erzählungen oder Narrativität ohne Konflikt. Also das ist sozusagen eine Erzählung, in der kein Konflikt ist, ist überhaupt keine Erzählung. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Deshalb bin ich auch jemand, der eher zurückhaltend ist mit diesem Setzen immer auf die positiven Zukunftsbilder, sofern das statische Vorstellungen sind von irgendwelchen Zuständen, die wir dann erreichen und wo alles Ayapopaya, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, Ayapopaya irgendwie dann ist und schön anzusehen. Das ist keine Erzählung und das interessiert einen auch nicht ästhetisch. Andererseits ist es natürlich, der Konflikt kann auf verschiedenen Ebenen erzählt werden. Der Konflikt kann auch, ist in der modernen Literatur ganz oft so, der Konflikt mit sich selber sein. Ja, also die gute Seite in mir, die schlechte Seite, also verschiedene widerstreitende Motive. Der Konflikt kann mit einem Art Stellvertreter oder Stellvertreterin sein. Also ich habe das schon vorhin erzählt von Ende Gelände, ja, da sind es oft die Kohlekonzerne und das ist dann die Polizei und sowas. Das ist auch erstmal gut und das ist in der Umweltkommunikation ein absoluter Klassiker, gerade Konzerne. Ja, also das hat immer gut funktioniert erstmal, weil natürlich die Großteil der Bevölkerung sagt, genau, für Konzerne habe ich auch nichts übrig. Rhetorisch ist das gut bis zu einem gewissen Punkt, weil man da natürlich dann sagen muss, in der Sache,
operieren die Konzerne ja nicht im luftleeren Raum, sondern stellen Produkte hin, die durch ihr Agieren immer billiger werden, von denen dann letztlich auch eine größere Gruppe von Menschen eigentlich profitiert. Das heißt, irgendwann muss man natürlich die Komplizenschaft größerer Gruppen mit diesen Stellvertreter-Antagonisten dann auch zum Thema machen. Und das wird schwieriger. Ich bin mir auch nicht sicher, jetzt, deshalb würde mich eigentlich interessieren, was Sie, ja, ich weiß, dass Sie alle aktivistisch unterwegs sind, aber Aktivismus kann natürlich verschiedene Dinge heißen. Sofern Sie Protestierende sind, würde ich sagen, scheuen Sie sich überhaupt nicht dafür, den Konflikt zu erzählen. Ich meine, das ist ja Ihr Kern, ist Ihr Brot und Butter, ja, der Konflikt. Wenn Sie jetzt stärker in der Umweltbildung unterwegs sind zum Beispiel, ja, also stärker irgendwelche Bildungsprojekte haben, dann müssen Sie natürlich versuchen, stärker den Leuten selber eine Perspektive zu vermitteln von dem, zum Beispiel von solidarischer Ökonomie, in die sie stärker einsteigen können, oder von partizipativer Stadtteilgestaltung oder solchen Dingen, also die sozusagen schon vorwegnehmen, die anderen Modelle von Zusammenleben, für die man sich einsetzt. Also dann ist es gar nicht so sinnvoll, den Konflikt in den Mittelpunkt zu stellen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wen Sie konkret erreichen wollen. Es ist immer wieder dasselbe. Es kommt immer darauf an, wen Sie konkret erreichen wollen. Jetzt kommt noch mal eine längere Frage oder Kommentar von Bruno Parada aus Bolivien. Was für eine Art von Strategien im Kommunikationsbereich glauben Sie, sollten wir annehmen oder benutzen, um unsere Ziele klar zu kommunizieren? Glauben Sie, dass die Social Media in diesem Sinne helfen? Ich würde auch gerne wissen, ob Sie jetzt glauben, dass es eine gute Art zu kommunizieren, also dass eine gute Art, ökologische Themen zu kommunizieren, ist, wenn man das durch wissenschaftliche Daten macht, wie das aktuell auch passiert durch die Regierungen. Aus meinem Gesichtspunkt könnte das vielleicht problematisch sein, weil das ist eine Art, das Leben der Menschen zu ordnen. Also das Thema der wissenschaftlichen Daten. Ähm, Ja, das ist jetzt ein großes Thema, weil es geht eigentlich hier geht es ein bisschen auch um die Schnittstelle zwischen politischer Kommunikation und Wissenschaftskommunikation. Also erstmal muss man natürlich festhalten, also Sie werfen ja wirklich die ganz großen Fragen auf, ne? Die kann man eigentlich so schnell gar nicht befriedigend beantworten. Also erstmal muss man natürlich festhalten, dass ohne das massive Eintreten von Wissenschaft in den Diskurs es sowas wie die Idee von Klimawandel überhaupt nicht gäbe und auch die Möglichkeit von Zielsetzungen, auf die sich ja auch Aktivistinnen und Aktivisten immer stark berufen, nochmal 1,5 Grad, 2 Grad, gar nicht gäbe. Also das ist ohne wissenschaftliche Intervention nicht möglich und da es sich schon so stark durchgesetzt hat, und man ja politisch etwas erreichen will, ist es quasi, also das zu ignorieren, ist, glaube ich, gar nicht möglich. Trotzdem verstehe ich Ihren Punkt sehr gut, dass man eine Welt, in der man also die Menschen nur dazu auffordert, sich nach wissenschaftlichen Einsichten, sich an wissenschaftlichen Einsichten zu orientieren, eine Welt ist, in der nicht alle Menschen gleichermaßen gerne leben wollen. Außer die Freude an der Einsicht selber haben, das wäre, ich denke, denken Sie wieder an diesen Wertekreis, Freiheit des Gedankens ist tatsächlich ein Wert, der mit Wissenschaft auch verbunden ist. Ja, also man kann sozusagen auch, man holt eine bestimmte Gruppe Menschen sehr stark damit ab. Aber ja, das sind nicht die meisten Menschen vielleicht. Sondern man muss auch andere Werte ansprechen, zum Beispiel das gut zusammenleben können mit anderen, ja, und das hat erstmal, da habe ich ja kaum wissenschaftliche Standards für. Also es geht ja nicht nur um, diese wissenschaftlichen Werte haben ja erstmal nur was mit einer Risikoeingrenzung zu tun, ja, und haben deshalb auch oft stark wieder einen Appell an diesen Wert des Schutzes und der Abwehr von Gefahr. Zudem, wie man gut zusammenlebt, hat Wissenschaft in dieser Form oft viel weniger zu sagen. Trotzdem wollte ich kurz erwähnen, weil dieses Thema interessiert mich gerade sehr stark, mich persönlich in meiner Forschung mit der Wissenschaft.
weil ich nämlich in einer Umfrage, die ich gemacht habe mit einer Kollegin im März, am Ende der Ende der Corona-Pandemie ist ja noch nicht, aber am Ende der sogenannten dritten Welle in Deutschland, wo wir die Leute nach allem Möglichen gefragt haben und unter anderem gerne wissen wollten, also eigentlich wir haben die Leute gefragt, mit welchen Gruppen, öffentlich sichtbaren Gruppen sie sich verbunden fühlen. Und wir waren eigentlich vor allem an den Umweltaktivisten, also Menschen wie Ihnen, interessiert, weil wir gucken wollten, ob Leute, die sich stärker mit Umweltaktivistinnen verbunden fühlen, auch stärker bestimmten umweltpolitischen Forderungen zustimmen. Das ist auch so, war auch erwartbar. Aber wir hatten noch andere Gruppen als Kontrollgruppen reingebracht, unter anderem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das absolut Überraschende an dieser Umfrage war, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Zustimmung, also die Verbundenheit der Menschen, und das war eine repräsentative Umfrage, die mit Abstand stärkste Gruppe war. Viel stärker als die Umweltaktivistin und viel stärker sogar als Menschenrechtsaktivistin, was eigentlich Leute sind, die immer sehr populär sind. Und das ist natürlich erstaunlich. Also wir machen immer zum Thema hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, in Bolivien, aber hier in Deutschland wird sehr stark über Wissenschaftsskepsis geredet und dass die Menschen quasi Wissenschaft anfechten und so. Aber das ist eine sehr kleine, radikale Gruppe. Das Bemerkenswerte ist eigentlich, dass hier in Deutschland, Vorsicht, ich kenne mich nicht aus, wie das in anderen, dass eigentlich das Bemerkenswerte ist, welches hohe Vertrauen Wissenschaft genießt. Und welchen hohen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Von daher würde ich sagen, ich würde sogar als Aktivistin und Aktivistin nicht nur über Wissenschaft reden oder über wissenschaftliche Resultate oder die als Orientierungsmarken benutzen, sondern ich würde sogar versuchen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Co-Aktivistinnen mit in die Aktionen zu holen, die ich mache und die auch sprechen zu lassen. Ich glaube, das ist eher eine gute Idee heute. Ja, das war nochmal ein sehr interessanter Exkurs zum Thema Wissenschaft. Wir behandeln ja auch in unserem ganzen Projekt die unterschiedlichsten Aspekte. Also wir waren jetzt bei der Philosophie, bei den Werten, bei der Kommunikation. Wir werden auch in einer anderen Keynote über sozialpsychologische Aspekte sprechen. Wir werden auch darüber reden, auch in unserem nächsten Workshop sogar schon, lassen sich die Leute eher über Daten leiten in ihrer Wahrnehmung und in ihrer Aktivierung oder teilweise eher über Emotionen. Und die Antwort ist, denke ich, schon klar, man muss beides immer behandeln, weil wir sind intellektuelle Wesen, wir sind vernünftige Wesen, aber wir sind es nicht nur. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, auch Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen ins Boot zu holen. Und das ist ja auch das Tolle im Moment bei Fridays for Future. Es gibt ja auch Scientists for Future oder Artists for Future und Economists for Future. Ja, vielen, vielen Dank, Manuel Rivera. Das war hochinteressant. Unsere Zeit ist jetzt leider zu Ende, unser Projekt aber noch nicht. Wir werden demnächst in den verschiedenen 7 Ländergruppen in einem Workshop Teile dieser Aspekte, die wir heute besprochen haben, vertiefen. Der nächste Workshop-Zyklus heißt an Zielen, Werten und aktionorientierte Kommunikation. Wir sehen uns zu unserer globalen Keynote Nummer 4 am 15. Dezember, dann mit einer jungen internationalen Klimaaktivistin namens Kelsey Deporte, die uns von unserem Projektpartner der Green European Foundation empfohlen wurde. Ich wünsche euch alles Gute und produktive Workshops. Jetzt gucke ich noch mal gerade in den Chats. In dem Chat, ja, viele, viele Dankesnachrichten und von Manuel Rivera nochmal Grüße an alle Spanischsprachigen. Ja, das war wirklich toll, auch heute die internationale Perspektive zu haben zwischen Europa und Lateinamerika. Vielen, vielen Dank, Manuel Rivera. Vielen, vielen Dank auch an unsere beiden Dolmetscherinnen Rosa Sala und Lilian Astrid Gese. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.